overpowered, He-Man. We'll trap that skunk. Man-at-Arms, He-Man, Stinkor, and Skeletor figures each sold separately. I smell trouble! Man-at-Arms cannot escape the evil smell of Stinkor. Now, He-Man! Smell your own stink, Stinkor! Yar! Stinkor with real smell is new from the Masters of the Universe collection. Other action figures each sold separately from Mattel. Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst mal wieder vielen Dank für das ganze Feedback, hat mich wieder sehr gefreut. Wie in dem grandiosen Mattel-Werbespot zu sehen, geht es heute um den Stinkor. Der Stinkor ist in der Wave 4 von 1985 erschienen und gehört zu den Evil Warriors. Hier ist er zu sehen auf US-Karte. Zum Stinkor selbst gab es keine wirkliche Konzeptzeichnung, aber im Tom Arts Action Figure Digest Magazin Ausgabe 20 wird erwähnt, dass Stinkor ursprünglich eine Art Stinkwanzencharakter hätte sein sollen. Man sieht es hier auf den Bleistiftzeichnungen, die über die Stinkor-Karte gelegt sind. Das Konzept wurde aber dann schließlich verworfen und man ist zu dem heute bekannten Konzept übergegangen. Hier das Cross-Cell Art, das ist sehr, sehr nahe an der finalen Figur. Die Ausnahme ist, dass hier noch der Beastman-Körper benutzt wird, der in der Tat viel besser gepasst hätte, später aber geändert wurde. Hier der handbemalte Prototyp, der sehr, sehr nah an der finalen Figur dran ist. Und hier wird auch eben der neue Körper verwendet, das ist der Skeletor-Grundkörper. Im Style Guide von 1987, wie hier zu sehen, wurde der Stinkor vom Errol McCarthy gezeichnet, der normalerweise immer die Backcards gezeichnet hat. Und hier wird beschrieben, dass die meisten Evil Warriors eine Toleranz gegenüber Stinkors Gestank entwickelt haben. Mossman ist sein Erzfeind, dessen frischen Duft er nicht ausstehen kann. Manchmal ist sein Gestank sogar so stark, dass er eine spezielle Gasmaskenrüstung tragen muss. Finde ich ganz originell, dass Errol McCarthy den Gestank auch bildlich dargestellt hat. Und nun wieder zurück zu der Figur, hier auf US-Karte zu sehen, mit dem großen Masters of the Universe Unilogo, Stinkor Evil Master of Odors, finde ich ganz passender Untertitel, Product has real smell, it's fun, auch eine super Produktbeschreibung und natürlich wieder der Hüftschwung. Die Figur selbst ist ein reiner Repaint der Merman-Figur, was aber erstaunlich gut funktioniert, finde ich. Der Stinktier-Look funktioniert durch die geschickte Bemalung, wie man hier sehen kann. Dann die Rüstung wurde von Mechanic wiederverwendet, in Orange diesmal. Und das Schild von Castle Grayskull in Blau. Es gab ja in der 4. Wave sehr aufwendige Figuren, wie zum Beispiel die Horde, Roboto, Cyclone, Two-Bad mit vielen neuen Teilen. Und da wurde beim Stinkor eindeutig gespart. Hier sieht man die rot bemalten Handschuhe. Kleiner Funfact, lediglich Stinkor und Ninja hatten bei dieser speziellen Gussform bemalte Handschuhe, obwohl die Arme sehr, sehr häufig verwendet wurden. Wie gesagt, ein reiner Repaint vom Merman. Hier zum Vergleich kann man den Merman mal nebenan sehen. Und obwohl die Grundfigur exakt gleich ist, sehen die Figuren doch völlig unterschiedlich aus. Das haben sie wirklich gut hingekriegt durch die unterschiedliche Bemalung, durch den Einsatz der Rüstungen. Da war ja Mattel sowieso groß darin, Sachen zu recyceln, was sie aber auch wirklich gut hinbekommen haben. Also es stört überhaupt nicht, dass es die gleiche Figur ist. Die Bemalung macht einfach den Unterschied. Das Action-Feature war ja der Gestank. Der wurde durch das Hinzufügen von Patchouliöl ins Plastik erzeugt und, finde ich, löst immer noch ein Nostalgiegefühl aus. Den vergisst man einfach nicht. Und wo wir schon beim Gestank sind, kommen wir direkt zum Minicomic The Stench of Evil, das ja sowohl beim Mossman als auch beim Stinkor beilag. Hier das schöne Cover. Der Gestank ist schon förmlich zu riechen. Und hier wird auf der zweiten Seite Stinkor präsentiert. Skeletor ruft ihn herbei. Und Stinkor bedroht in diesem Comic Eternias Tierwelt mit seinem faulen Gestank. Die Tiere flüchten, sieht man hier ganz gut. Mossman ist besorgt, weil die ganzen Tiere fliehen und überrascht und wundert sich, wo dieser Gestank wohl herkommen mag. Der Stinkor dringt dann auch in ein Dorf ein, das sieht man hier ganz gut. Und letztendlich kann selbst He-Man nicht wirklich was gegen den Gestank von Stinkor ausrichten. Skeletor gibt ihm dann noch einen Zusatzpush, indem er ihn mit Energie auflädt. Und Skeletor denkt schon, er hat jetzt mit Hilfe von Stinkor gewonnen. Allerdings wird es dann Mossman zu bunt.
und er schreitet ein und geht gegen den Stinkor an und befördert ihn in ein wohlriechendes Blumenmeer. Daraufhin flieht der Stinkor und die Heroic Warriors haben mal wieder gewonnen. Hier noch die Rückseite vom Minicomic, dort werden ja immer andere Figuren beworben. Und als Fazit kann ich über das Minicomic sagen, dass ich es eigentlich recht gut finde als Charaktereinführung und dass es Spaß macht zu lesen. Einen weiteren Auftritt hatte der Stinkor in Hordak the Ruthless Leader's Revenge und da kidnappt der Grizzlord den Stinkor und Mantenna und Leech sind alles andere als begeistert über den Gestank. Wirklich amüsant. Und nun wieder vom Minicomic zurück zur Figur. Bei der liegt übrigens eben genau dieser Minicomic bei und selbstverständlich hatte der Stinkor auch wieder eine Backcard und diesmal ausnahmsweise nicht von Aaron McCarthy gezeichnet, sondern von Dave Stevens. Warum, weiß ich nicht genau, aber auch Dave Stevens, finde ich, liefert hier grandiose Arbeit ab, sieht super aus, die Backcard, und steht denen von Aaron McCarthy in nichts nach. Dann gibt es natürlich auch wieder die Actionbilder, die den Hüftschwung erklären und dass sein Schild, wenn er es in der Hand hält, von links nach rechts schlägt und er mit diesem Schild jemand umschlagen kann. Dann wird wieder für andere Figuren geworben, die Heroic Warriors und Evil Warriors. Und rechts unten im Eck die Produktionsnummer und wieder G1, also G1 die erste Auflage der Figur. Insgesamt ein schönes Cardback, wieder mit einem grandiosen Motiv und wie ich finde eine rundum gelungene Figur. Hier wie gesagt auf US-Karte, selbstverständlich gab es den Stinkor nicht nur auf US-Karte, sondern auch in vielen anderen Versionen. Hier zu sehen in der EU-Version mit dem klassischen EU-Doppellogo. Da stand unter dem Stinkor noch Puantor. Und diese EU-Version gab es auch nochmal mit Gratiskassette. Das war ja eine Promo-Aktion, da wurde einfach ein gelbes Klebeband genommen, wie hier zu sehen, was ein zusätzlicher Anreiz war, die Figur zu kaufen. Das gab es ja bei vielen Figuren, diese Gratiskassette. Dann kam der Stinkor auch noch auf französischer Yellow Border Doppellogo-Karte raus. Und das Spezielle an dieser Karte war, dass der Figur nicht das reguläre blaue Castle Grayskull-Schild beilag, sondern das He-Man-Schild in Blau, eine sehr gefragte Variante. Dann gab es den Yellow Border Stinkor noch als Super Puantor mit dem regulären Castle Grayskull-Schild, ist aber noch deutlich seltener als die reguläre Yellow Border Variante. Dann hier zu sehen die Kanada-Doppellogo-Karte der Stinkor oder Putors, klassisch mit englischem Schriftzug und französischem Schriftzug. Und den gab es in zwei Varianten, einmal mit dem regulären blauen Castle Grayskull-Schild und einmal mit dem He-Man-Schild. Dann durfte der Stinkor natürlich auch in Argentinien bei Top Toys nicht fehlen, mit dem gelben Sticker wie häufig zu sehen. Interessant hier, dass der Stinkor das Two-Bad-Schild dabei hatte. Keine Ahnung, warum das so war. Hier auf alle Fälle nochmal lose zu sehen mit dem orangen Two-Bad-Schild. Wirklich mal wieder eine kuriose Variante aus Südamerika. Dann kam der Stinkor auch noch in Spanien raus bei Masters del Universo und dort hieß er ebenfalls Stinkor. Da wurde der Name ausnahmsweise mal nicht geändert auf der spanischen Karte. Dann kam der Stinkor noch zusammen mit dem Spikor im JCPenney 2-Pack raus, wie immer in dem grauen Karton mit dem Crossel Art vorne abgebildet. Und die Figuren waren lose verpackt und wurden darin verkauft. Dann ein spezielles 2-Pack, das wurde nur so in Österreich verkauft. Es war mehr oder weniger einfach nur ein Umschlag, in dem zwei reguläre Figuren verpackt waren. Hier in dem Fall Stinkor zusammen mit Mantenna, einfach wahllos wahrscheinlich zusammengestellt, für 249 Schilling, was ca. 35 D-Mark waren. Und grundsätzlich lässt sich sagen, dass die österreichischen 2-Packs wahrscheinlich mit die seltensten 2-Packs überhaupt sind. Dann ist der Stinkor, wie hier zu sehen, noch in einem 3-Pack erschienen. Und zwar zusammen mit dem Whiplash und dem Webster. Ein geniales 3-Pack, wie ich finde, natürlich auch unfassbar selten. Und dann ein weiteres 3-Pack aus Kanada. Dort ist der Stinkor zusammen mit dem Battle Armor Skeletor und wie bei dem vorherigen 3-Pack dem Webster erschienen. Auch hier ein sehr, sehr schönes 3-Pack. Von der Figur dann wieder zu einem Comic, und zwar hier den Golden Books und das Comic He-Man Smells Trouble. In diesem wurde Stinkor aus Snake Mountain verbannt, weil keiner mehr seinen Geruch ausgehalten hat.
Stinkor schließt sich dann mit Roboto zusammen, auch sehr kurios, da dieser aufgrund eines Missverständnisses den Königspalast verlassen hat. Stinkor versucht dann Roboto zu hintergehen, um wieder Skeletors Gunst zu erlangen. Das geht allerdings schief, die Masters siegen und Roboto schließt sich wieder den Masters an. Skeletor und Stinkor, der zuvor noch mit einem Gestankstrahl versucht hat, He-Man zu erledigen, können schließlich fliehen. Insgesamt, wie ich finde, eine ganz unterhaltsame Geschichte. Stinkor kam auch in den UK-Comics und in den deutschen EHPA-Comics wie hier zu sehen vor. Und im EHPA-Comic ist er ein Gefängniswärter in Snake Mountain. Er hat hier den Sodok Blaster in Blau und als Reminiszenz an dieses Comic lag der später bei der Reaction-Figur von Super 7 bei. Seinen ersten Hörspielauftritt hat Stinkor in die Zauberrüstung in der Folge 23. Stinkor greift auf Hordaks Befehl hin die Helden an und bringt den Battlebones in seine Gewalt und bringt ihn schließlich zu Skeletor und Snake Mountain. Skeletor ist davon beeindruckt und erlaubt Stinkor, sich ihm anzuschließen. Allerdings soll er in einer nahegelegenen Höhle wohnen, um die anderen nicht mit seinem Geruch zu belästigen. Stinkor ist zufrieden und hofft, dass ihm dieses Bündnis ermöglicht, eine alte Rechnung mit King Randor zu begleichen. Grundsätzlich hat Stinkor Gefallen daran, dass seine Feinde seinem Geruch zum Opfer fallen. Und in der Folge Das ewige Feuer, als sich die Helden Eternias kurzfristig mit den Kriegern Skeletors zusammenschließen, um die Horde zu bekämpfen, ist Stinkor fälschlicherweise Teil der Horde. Grundsätzlich hatte H.G. Francis anscheinend Gefallen an dem Charakter gefunden, da dieser in etlichen der späteren Folgen Auftritte hatte, obwohl es teilweise eigentlich unpassend war, wie zum Beispiel hier in Folge 35 als Aufseher in der Küche des Königspalastes. Da ist ein stinktierähnliches Wesen, wie ich mal sagen würde, eher ungeeignet. Dann gab es auch noch Merchandise vom Stinkor, hier wieder der Stempel, den ich schon mehrmals gezeigt habe, in der amerikanischen Version. Ich finde, dass die Charaktere eigentlich immer ganz gut darstellen, obwohl sie wirklich klein sind, diese Stempel. Hier Made in Hongkong, aber insgesamt ein schöner Merchandise-Artikel. Dann kommt ein Sprung in die 2000er Jahre, hier zu den Forza T-Figuren, die habe ich jetzt auch schon öfters mal vorgestellt. Da gab es den Felinor, das war eine Stinkor-Variante. Da wurde dem Stinkor die Skeletor-Rüstung verpasst, ein anderes Farbschema, finde ich eigentlich auch ganz gut gelungen. Hier nochmal die Backcard zu sehen mit den anderen Charakteren. Leider sind die mittlerweile auch schon sehr, sehr teuer geworden. Einige habe ich ja, den Carnivore und den Techno, aber den Felinor würde ich mir noch gerne irgendwann anschaffen. Ebenfalls in den 2000er Jahren kam ja die 2000 X-Line raus. Da war der Stinkor leider nicht vertreten in der regulären Line, aber dafür bei den Stactions, wie hier zu sehen. Da haben die Four Horsemen wirklich mal wieder ein grandioses Design geschaffen. Das blaue Schild hier zu sehen, auch im Metallic Look und die Figur selbst mit diesen Gastanks, der Gasmaske, der bösartigen Gesichtsausdruck, also der ist wirklich richtig gut gelungen. Kam hier im 2000X Cartoon vor und daran ist er auch angelehnt. Wirklich sehr, sehr schönes Design. Diese gebeugte Pose, natürlich generell in dieser 2000X Optik. Hier vorne mit der Charakterzeichnung, die ist auch toll gelungen mit den Gastanks und eben wie er da aussah in 2000X. Eine tolle Figur, die die Four Horsemen da designt haben. Dann die Backcard mit den anderen Charakteren. Er kam in Series 2 raus mit dem Clamchamp und dem Grislaw. Hier zu sehen die Charakterzeichnung, auch super geworden. Einfach eine runde Sache. Generell das Farbdesign beim Stinkor finde ich einfach auch gut mit dem Schwarz-Weiß, das Orange dazu und Blau und dann noch die roten Handschuhe. Hier jetzt nochmal die Figur von vorne und der sollte ja eigentlich noch eine Zusatzfigur beiliegen, wie eben in dem angesprochenen 2000X Cartoon vorhanden, und zwar der Oedipus. Den sieht man hier. Das hat dann von der Kostenplanung nicht geklappt, aber zum Glück haben die Four Horsemen den Oedipus später noch dem Jitsu beigelegt. Ist zwar ein bisschen schade, gerade für Mock-Sammler, weil die beiden ja eigentlich zusammengehören, aber schön, dass der noch nachgeliefert wurde. Und dann sind wir direkt beim 2000X Cartoon von Mike Young Productions und einer super Herkunftsgeschichte.
Hier sieht man den bösartigen Oedipus, der hintergeht sein Volk und hilft Bravos bei der Invasion. Er wird zu einem belanglosen Kriminellen und gerät in eine Auseinandersetzung zwischen den Masters und den Evil Warriors. Er ist danach in Snake Mountain und wird durch eine Explosion in Triclops Labor verwandelt. Er wächst, wird muskulös und ihm wohnt ein furchtbarer Gestank inne. Von diesem Moment an heißt er Stinkor und er muss selbst eine Maske tragen, um seinen eigenen Gestank zu ertragen. Er ist nun ein loyaler Diener Skeletors und kann stinkende Strahlen aus seinem Körper schießen. Wie ich finde, insgesamt eine tolle Origin-Story, wie es ja öfters bei Mike Young Productions so war, dass die den Charakteren wirklich tolle Hintergrundgeschichten verpasst haben. Wer sich jetzt übrigens in dem Zusammenhang mit dem Cartoon fragt, wie Stinkor in Filmation präsentiert wurde, gar nicht. Der war zwar geplant, aber Filmation hat ihn als zu albern betrachtet und wollte keinen, Zitat, Walking Fart Joke dabei haben. Im Gegensatz zu Filmation war Stinkor natürlich bei den Classics mit dabei. Hier zu sehen auf der klassischen grünen Karte mit den Grayskull Bricks. Wie ich finde, eine tolle Umsetzung sowohl der Vintage-Figur, aber auch die 2000X-Einflüsse sind dabei. Man konnte die Figur ja wirklich umgestalten aufgrund des Zubehörs. Wenn man hier jetzt mal das Zubehör anschaut und hier im Vergleich mit dem Prototyp ist die Bemalung allerdings nicht so wirklich gut gelungen. Hier ist noch so ein Metallic Wash dabei, der hier bei der finalen Figur völlig fehlt. Da wurde dann gespart. Eigentlich nämlich super mit dem Blaster dabei, das Schild ist dabei, es ist ein zusätzlicher Kopf dabei, also der Vintage-Kopf. Es ist dieses Gasmaskenteil dabei, der Sauerstofftank noch zum hinten draufschnallen. Wirklich Zubehör ohne Ende, aber leider wurde bei der Bemalung gespart. Sogar das Patchouli-Öl wurde beigefügt, um der Figur den Vintage-ähnlichen Geruch zu verpassen. Kurios sind die vertauschten Unterarme. Da wurde ja von Scott Neitlich tatsächlich behauptet, dass es eine bewusste Designentscheidung war, um Variation reinzubringen. Naja, wer es glaubt. Sehr schön hier wieder, der gelbe Stern. Product has real smell. It's fun, genauso wie bei der Vintage-Figur. Solche Sachen finde ich echt immer super, weil es einfach eine schöne Reminiszenz an die Vintage-Figur ist. Dann die Backcard. Da wurden wieder andere Figuren beworben, Skeletor, Keldor, Cobra Khan, Faker und Whiplash. Wirklich sehr schön. Das Actionbild ist von der Cardback-Illustration übernommen. Hier macht auch der Real Name Sinn, Oedipus. Es ist generell ja hier in der Biografie sehr 2000X-lastig und da passt aber dann zumindest der Real Name. Der war ja bei vielen anderen Charakteren echt wirklich sehr, sehr grenzwertig. Insgesamt finde ich, dass der Classic Stinkor wirklich toll gelungen ist. Eine super Figur mit all dem Zubehör, das dabei ist, was man alles draus machen kann. Einziger Wermutstropfen ist, wie gesagt, die fehlende Bemalung und die vertauschten Unterarme, wobei mir die als Mocksammler ehrlich gesagt nicht so viel ausmachen. Dann gibt es den Stinkor noch als Funko Pop, sieht man hier ganz gut. Das war damals ein Exclusive. Exclusives bei Funko immer schwer zu kriegen, aber vom Design her finde ich ganz gut. Wie vorher schon beim IHAPA Comic angesprochen, gab es den Stinkor auch in der Reaction Line von Super 7. Hier mit dem blauen Zodiac Blaster. Wirklich eine schöne Figur. Immer die Kombination aus Figur und Cardback Design macht es ja aus für mich bei den Reactions. Aber insgesamt gut gelungen. Auch bei den Loyal Subjects ist der Stinkor erschienen, und zwar in der zweiten Wave. Den sieht man hier, ist ein reiner Repaint von Merman, wie auch damals bei der Vintage-Figur. Ich finde, dass der gut gelungen ist, gefällt mir wirklich richtig gut. Die zweite Wave habe ich ja teilweise in dieser Verpackung gelassen, kann man aber auch rausnehmen. Aber ich finde, die sehen in der Verpackung auch ganz gut aus. Hier die Character Card im Hintergrund zu sehen, seitlich noch das Bild vom Stinkor und von den anderen Figuren mit der Ratio, also 2:12. In jedem Case war im Prinzip ein Stinkor vorhanden, wenn nicht sogar 2. Ist keine seltene Figur bei den Loyal Subjects wie viele andere, aber finde ich eine tolle Ergänzung der Line. Dann gibt es noch 2 Versionen vom Stinkor, die angekündigt wurden, aber noch nicht erschienen sind. Hier zum einen der von Mega Construx, wurde bereits vorgestellt.
werde ich mir auf alle Fälle besorgen. Und hier von den Eternia Minis, die wurden ja auch angeteasert und vorgestellt. Reißt mich jetzt nicht sonderlich vom Hocker, da finde ich die Loyal Subjects einfach einen Ticken besser. Und damit neigt sich das Review zum Stinkor auch schon wieder dem Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über Kommentare auf planeteternia.de, YouTube, Instagram, Facebook etc. Und dann bis zum nächsten Mal.